to the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I ever live in the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Never fail me. All my days I've been held in your hands. When I wake up, you lay my hand. I will sing of the goodness of God. Oh yes, Lord, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh yes, you've been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Running after thee. I surrendered all, give you everything. 'Cause the goodness is running after me. Running after me. The goodness is running after me. I surrendered all, give you everything. It's running after me. Goodness is running oh yeah. All my life you are so good. With every breath that I am able, oh, and I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God.
Zion, dein König kommt. Don't be afraid, children of Zion. Schön, dass Sie Your alle heute Redeemer Morgen come. da sind. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir über alle Grenzen hinweg heute Morgen gemeinsam feiern dürfen. Nicht, weil wir da sind, sondern weil er schon immer da war. Der dreieinige Gott, der uns heute Morgen begrüßt und willkommen heißt. Willkommen werden wir geheißen zu einem Neuanfang, dem ersten Advent, dem ersten Sonntag im neuen Kirchenjahr. Willkommen sein heißt ebenfalls, auf Neues zu warten. Zu warten, bis er, unser Bruder und Herr Jesus Christus, ganz Mensch wird. Dunkle Tage, lange Nächte. Wir erwarten zu viel von den anderen, von uns selbst, von dir, Gott. Sag ein leuchtendes Wort in die Dunkelheit, dass der Druck weicht, dass die Geduld wächst, dass das Warten gefüllt wird. Sag ein leuchtendes Wort, Gott, dass es hell wird in uns und in der Welt. Wir haben heute einen speziellen Gottesdienst vorbereitet. Alle 8 Gemeinden, Sie merken auch, alle 8 Gemeinden, die im Zentrum beheimatet sind, haben einen oder mehreren Teilen vom Gottesdienst vorbereitet. Feiern Sie bitte mit. Wir beten miteinander. Gott, viele von uns sind sehr eingespannt in Aufgaben im Beruf, Kirche, Familie, Gesellschaft. Und wir eilen, um Dinge abzuschließen, aufs Jahresende hin, die Feiertage vorzubereiten. Es bedrückt uns, was an Nachrichten auf uns zukommt, aus aller Welt. Wie kostbar bei all dem, dass du uns nun alle einlädst. Bei mir findet ihr Ruhe. Da können wir bei dir mal richtig ausatmen. Zu Atem kommen. Ruhig atmen. Aufatmen. Durchatmen. Wir dürfen ankommen und Ruhe finden in deiner gnädigen Gegenwart. Dankbarkeit steigt auf für gelungenes Engagement und geschenkte Freude, Begabungen und Güte. Frieden dürfen wir uns von dir schenken lassen, mit verpasstem, missratenem, Fehlern, Ärgerlichem. Frei werden unsere Antennen für dich, für die Menschen um uns und die Stimme des Herzens. Hoffnung leuchtet auf, wie die Kerzenflamme des ersten Advents in die dunklen, kühlen Tage. Ja, Gott, stoße sacht die Türen unserer Seele auf für den Advent, deine Ankunft. Versetz uns in die ganz andere Aufregung von Beschenkten, die neue Kraft und Freude verspüren. Beschenk uns mit der Unruhe der Zuversicht, die aufbrechen will mit empfangenem Glanz. Berühre uns mit dem Elan der Liebe, die sich ausbreiten will, weiterfließen. Lass es jetzt Advent werden, jetzt und alle Tage. Komm und wandle uns durch deinen Geist. Amen.
Es ist ein Programm vorbereitet für die Kinder. Also Kinder, die nicht hier mit Predigt und den Liedern und dem Abendmahl feiern wollen, können sich jetzt hier vorne versammeln. Sie werden dann abgeholt zum Kinderprogramm. Und wir beten für die Kinder, dass sie eine gute Zeit miteinander erleben und Freude haben am ersten Advent. Und während sich die Kinder sammeln und dann ausmarschieren, singen wir Go Tell It on the Mountain, ein Weihnachtslied. Und wenn Sie es nicht so genau lesen können, dann singen Sie La La oder was Ihnen einfällt. Es kommt darauf an, dass Sie zur Stimme kommen und einstimmen. The mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. I was a seeker, I sought both night and day. I asked the Lord, help me, and He showed me the way. Go tell it on the mountain, over the hills, everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ was born. The Lord sent down an angel that bright and glorious morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. I am a watchman up on the city wall, and if I am a Christian, I am the least of all. Over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Walk down over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Oh yeah. Over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Yeah, what? They sing it completely differently.
those who know it like this and those who know it otherwise. Liebe Gemeinde, liebe Lisset, liebe Pastoren der Migrationskirchen, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Jetzt seid ihr angewärmt. Ich hoffe, der Bruch ist nicht allzu groß, wenn jetzt der Kirchenrat kurz spricht. Mein Name ist Bernhard Eck, ich bin Kirchenrat der Reformierten Landeskirche und komme immer sehr, sehr gerne in diesen Advent-Gottesdienst. Ich war nicht immer hier, weil wir abwechseln im Kirchenrat. Nächstes Mal wird dann jemand anders kommen. Es wird vor allem deshalb jemand anders bei euch vorbeischauen, weil meine Amtszeit Ende Jahr zu Ende ist. Und was erzählt man zum Ende der Amtszeit? Das Wichtigste vorweg. Der Kirchenrat hat vor kurzem die Kooperationsvereinbarung genehmigt zwischen der Landeskirche und der Kirchgemeinde Zürich. Die Landeskirche ist die kantonale Ebene, da sind alle Kirchgemeinden dabei und auf der anderen Seite die große Kirchgemeinde Zürich. Und wir haben eine Vereinbarung geschlossen und die ist die Grundlage für das Tragen dieser Migrationskirche. Wir tragen sie ideell, finanziell und hoffen auf gutes Gelingen. Ich möchte etwas kurz zum Thema Gottesdienst sagen. Ich bin gerne in diesen Gottesdienst gekommen, weil er so besonders ist. Ich komme noch darauf zurück. Und ich habe ja in meinem Leben als Kirchgänger, als Kirchenpfleger, als Kirchenrat sehr unterschiedliche Gottesdienste erlebt. Die normalen landeskirchlichen Gottesdienste, die sind nicht ganz, Sie wissen das, die sind nicht ganz so charismatisch wie diese heute, mit meist etwas anderer Musik. Gibt aber auch bei uns Jazzgottesdienste, hat mir andere gerade gesagt, wo es gibt Gottesdienste mit längerer Musik, mit Tanz und so. Das ist das eine. Und ich war mit meiner Partnerin auf 2 Begegnungsreisen mit Mission 21, einmal in Südamerika und einmal in Indonesien. Und da habe ich noch ganz andere Gottesdienste erlebt. Zum Beispiel waren wir in Lima in der Humboldt-Schule. In Lima würde man ja vielleicht auch einen charismatischen Gottesdienst erwarten. Das war aber à la Humboldt, à la Deutschland, lutheranisch, steif durchgetaktet mit der Liturgie. Dann im Gegensatz dazu waren wir in El Alto. Das ist die extrem wachsende Stadt oberhalb von La Paz, auf über 4000 Meter Höhe. Und El Alto ist eine gefährliche Stadt. An den Laternen hängen Puppen. Die stellen Diebe dar, wie man lyncht. Und durch diese Straße, es war eine breite Straße, staubig, da gibt es keinen Baum, keine Pflanze auf 4000 Meter. Und durch diese Straße zog eine Musikkapelle. In der Schweiz würde man vielleicht sagen, eine Guckmusik, mit Blechmusik, sehr laut. Und wir haben realisiert, das ist die Musik, die einlädt zum Gottesdienst der Pfingstgemeinde. Und wir gingen hinten rein, wir wurden sofort eingeladen. Das Europäer überhaupt durch diese Straße laufen, ist ein Ereignis. Und wir wurden in den Gottesdienst dieser Pfingstgemeinde eingeladen. Und das war charismatisch, pfingstlich, laut und sehr, sehr beseelt. Genau. Und diese ganzen Armut von El Alto, eine fröhliche Feier, und wir haben gespürt, da war Christus dabei. Und dann in Jakarta hatten wir einen Führer und der hat sich nur im Bus getraut, offen zu sprechen, wie es den Christen dort geht. Er hat gesagt, ich bin in einer Gemeinde und wir schreiben unser Lokal nicht an, zu gefährlich. Wir singen nicht bei offenen Fenstern und offenen Türen, zu gefährlich. Da kommen nicht immer, aber oft kommen da Steine geflogen. Wir müssen uns verbergen, vielleicht nicht gerade verstecken, aber ihr seht, es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und deshalb, ich komme jetzt auf heute zurück und dann komme ich auch zum Schluss, deshalb ist dieser Gottesdienst so wertvoll.
Es kommen hier zum Glück keine Steine geflogen. Wir feiern miteinander, wir feiern von Herzen, wir feiern frei, ganz unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kirchen, Menschen völlig unterschiedlicher Herkunft. Und wir spüren heute, nur schon beim Gottheld und am Abend, Gottheld, the Church of Migration, auch da ist Christus anwesend. Und wir können ihn spüren und ich hoffe und bete für euch, dass wir wieder, ihr wisst ja, dieser Kirchenort hat eine beschränkte Dauer noch, sehr wahrscheinlich. Ich hoffe für euch, für alle Migrationskinder, dass ihr wieder Kirchenorte findet, dass an diesen Kirchenorten Christus anwesend sein wird, und da bin ich sicher, dass das so ist. Das wünsche ich euch und wir sehen uns wieder. Einfach habe ich dann keinen Kirchenrat und mehr an. Richtig. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier in Zürich im Zentrum für Mirgationskirchen. Mein Name ist Bettina Richtler und ich bin seit 7 Jahren mit dem Zentrum für Mirgationskirchen unterwegs. Im Auftrag der reformierten Landeskirche, also gewissermaßen im Auftrag auch von Kirchenrat Bernhard Eck, habe ich versucht, die Arbeit im Zentrum hier zu begleiten und zu unterstützen. Ich selber bin Pfarrerin in der reformierten Kirche in Zürich, arbeite im Moment nicht in der Gemeinde, sondern für die Landeskirche. Und selber habe ich auch ein bisschen Migrationshintergrund. Als Kind bin ich aus Deutschland in die Schweiz gekommen. Und ich fühlte mich am Anfang ziemlich fremd hier. Aber dann haben Menschen mir geholfen, hier anzukommen, mich gut zu fühlen, mich zu Hause zu fühlen. Und sie haben mir auch geholfen, Schweizerdeutsch zu lernen. Und später dann, nach meiner Ausbildung zur Pfarrerin, habe ich 7 Jahre in Brasilien gelebt, bei meinem Mann. Auch das war am Anfang nicht einfach. Und auch dort haben Menschen mir geholfen, anzukommen und mich auch dort zu Hause zu fühlen. Und irgendwann konnte ich im Gottesdienst dann auch das Unser Vater auf Portugiesisch mitsprechen. Ich denke, wir alle wissen, wie es ist, fremd zu sein und in einer neuen Sprache zu leben. Und wir haben hoffentlich auch alle schon erlebt, wie es ist, wenn im fremden Land dann Menschen auf uns zukommen und uns aufnehmen und uns begleiten, etwas erklären, aber auch zuhören, wenn es uns nicht gut geht. Und heute darf ich mit Ihnen allen diesen Gottesdienst zum ersten Advent feiern. Und wenn wir in unseren Kirchen feiern und von Gott erzählen, der in Jesus Christus zu uns kommt, dann erzählen wir das weiter, was die Bibel uns berichtet, aber wir erzählen auch das weiter, was wir mit Gott erlebt haben. Bei mir findest du Ruhe. Unter diesem Bibelvers steht der heutige Gottesdienst. Und da denke ich auch an Zuhause, an Geborgenheit, an Frieden. Und ich erlebe bei Gott dieses Zuhause. Aber ich nehme aus der Bibel auch den Auftrag, anderen Menschen ein Zuhause zu geben. Und ich weiß, dass Sie mit den Migrationskirchen vielen Menschen helfen, sich hier ein Stück weit zu Hause zu fühlen. Dass Sie den Menschen helfen, immer wieder auch Ruhe zu finden in all den Schwierigkeiten, dem Trubel hier in der Schweiz zu leben. Und ich denke, da können wir als reformierte Kirche von Ihnen viel lernen. Ich danke Ihnen für die Ruhe, für das Zuhause, das Sie in Ihren Kirchen mit Gottes Hilfe ermöglichen. Und ich wünsche uns allen noch einen gesegneten Gottesdienst.
Korean. These Koreans. Oh yes, the Korean churches are meeting to sing their song. Koreanish. Otherwise called Korean. And yet they go. I love their songs.
describing everything. Herzlich willkommen zur Adventszeit auch von meiner Seite. Das Thema der Predigt kommt zu meiner Ruhe. Ruhe, Stille, das passt ja gut zur Adventszeit, diese besinnliche Zeit. Wir haben aber gesehen, sehr eindrücklich, es kann auch eine andere Zeit sein. Es ist eine Zeit des Einkaufens, des Termindrucks. This is a time where people run around to do shopping. We can go so fast and we have a lot of stress and we miss a lot of stuff. Stille und Ruhe, das ist Gott ganz wichtig. Schlag mit mir auf in Jesaja 30. Isaiah Dort 30, zeigt uns Gott seinen Plan. God shows us his plan. In Jesaja 30, In Isaiah 30, verse 50. denn so spricht Gott der Herr. Der And this is Heilige what the Israels. Lord said to Israel. Wenn ihr umkehrtet und When you stille würdet, return and so lie würde still, euch geholfen. so you would be helped. Durch stille sein und hoffen würdet ihr Be stark still sein. and hope, Aber ihr wollt nicht und sprecht but you want nein, not. sondern You aus said Hoffen no. wollen wir dahin fliegen. Darum werdet ihr dahin fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden euch eure Verfolger überrennen. So Gottes Plan, wie er uns helfen möchte, ist so, er stellt sich vor, wir gehen in die Stille und hören auf ihn. Wir hören, Stand still and listen to what the Lord has to say and listen to his plan. führen wir seinen Plan. And then we can go forward with his Das plan. ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. That is not what we always Wir want. möchten etwas tun. We want to do, Wir möchten durch unsere Stärke, we want to durch unsere Geschicklichkeit,
trust our strength and our intelligence and our will go forward. Ihr kennt sicher den Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. You always hear about that God help yourself and God will help, but it is false. Es ist genau umgekehrt. It is not so. Zuerst lass dich von Gott helfen. Dann It says that wird es gut. let God help you and then you can continue Es gibt on. viele Beispiele zu den Zeiten, als Israel das gelobte Land eroberte. And it gives for example when Israel, Die Israeliten haben Gott gefragt. when Israel tried to do things on their own, and sometimes they ask God, and God would tell them that they have the enemy in his hands. And when God say anything, when God said no, I never sent you over, I didn't give it into your hands. When you have not asked the Lord, and you Wir gehen in Joshua und schauen uns so ein Beispiel an. go into the book of Joshua and look at another example. Joshua im Kapitel 10. Joshua chapter 3, verse 8. Und der Herr sprach zu Joshua, And the Lord fürchte said dich nicht vor to ihnen, Joshua, denn ich don't be habe sie in deine afraid, Hand gegeben. I am by Niemand thee. unter ihnen wird vor dir bestehen können. Nobody can stand before you. So kam Joshua plötzlich über sie. That's Denn how die ganze Nacht war er Joshua heraufgezogen could von defeat the Gilgal. Und der enemy. Herr erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon, und sie jagten ihnen nach, den Weg hinab nach Bethhoron, und schlugen sie bis Aseka und Makeda hin. Und als sie vor Israel flohen, den Weg And hinab as they nach ran away Bethhoron, from Israel, ließ der Herr the große Israelites, Steine vom Himmel auf sie fallen bis Aseka, dass sie starben. stones from heaven fall and began to destroy them. And many were stoned, many were fallen to death by the stones that fall from heaven. That God was fall out from the hands of the Israelites. Sie haben ihn befragt, sind in die Stille gegangen, er hat gesagt, zieht los. And they stand still and listen to God and things. God has always helped them. It's not that they have not done anything, Gott macht schon. or you just stand there and be still and you don't do anything. Sie haben sich angezogen, ihre Kleider gesattelt, They put on their clothes, get on their horses, auf ihre eigene Kraft but they never stand on their own strength. wurde es ein großes Sieg. And then it was a big win Sie for waren them. still und haben zugehört. They had stand still and listen to the Lord. So Gott verspricht, dass er durch diese Stille wirken wird. And when you stand still, Und there is a haben work, die Wahl, King ob of wir Gods. diese Stille suchen. And yet we ask ourselves, are we still waiting Wir gehen on jetzt God? ins Lukas-Evangelium, We're going zu to Martha und Maria. Dort haben wir ein eindrückliches Beispiel, In Lucas, das auch uns helfen Luke's kann, zu verstehen, Gospel wie das of Luke, funktioniert. and we see what they have. In Lukas Kapitel 10, In Luke's chapter Vers 10, 38. 38, Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. as they began to go further, they went to into a Und city, sie hatte eine Schwester, die hieß and they Maria. met Martha, and she has a sister named Mary. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie tat Martha ihm was zu, so sprach, possessed in dass looking er about seine food Schwester lässt allein ging, and everything to get prepared for him. But Mary sat down, and Martha was a bit upset, and she asked the Lord, "Will you allow my sister to sit down and not help me?" But the Lord turned to her and said to her that Mary has chosen the better part. Also Jesus kommt auf seinem Weg bei Maria und Martha vorbei und er kommt ja normalerweise nicht I won't have to say the whole story because those of you who know the story of Mary, his disciples were with him, und vielleicht noch Kranke, die geheilt werden and there were people who wanted to be healed, and gesund gemacht haben. so, and Und those who wanted to be wenn da so healed eine again. Schwester And bei dir auftaucht, dann ist das eine große Herausforderung. it is always a big responsibility for Frauen him. können das nachvollziehen.
wenn plötzlich women can always understand because they, eine Frau haben, kennen die Situation and auch. women, men who has women who love to, they would have a visitor and then people come, the men will understand that as the guests come, the wife would not want to see everything put to dust, or she would try to clean up. She want the guests to come and see everything in order. She prepare the drinks and the food. Und Maria setzt sich einfach hin und hört Gott zu. Mary sit down to listen to the Lord. We will never understand why. Martha hingegen, was macht But sie? Martha, on the other hand, Ja, sie macht natürlich das, was man tun muss. she was doing what she has to do in such a situation. Clean up, Getränke herbeischaffen. and look about food and drinks for the Ist guests. es genau, was Jesus hier von ihr verlangt. Verlangt But that's what not the Lord had looked from her. He wanted her to put other priorities and to listen to him. Das ist viel verlangt. That is Die a Gäste lot werden enttäuscht sein. Sie sind gekommen, to have to put into propriety, Sie The guest want sind to durstig be, und niemand gibt ihnen etwas zu trinken. the guest wants to be looked after. Nobody gives Es them gibt food or auch drinks. gesellschaftliche Verpflichtungen als And the Gastgeber, responsibility as a guest giver or host to look after you, the guests. Jesus verlangt hier wirklich viel. But the Lord, Und es ist ja nicht nur so bei ihr, verlangt das auch für uns. the Lord wants us to do Lukas even more. 12, In the 29. Gospel of Luke, chapter 12, Ich denke, der 29. Grund, warum Martha hier die Stimme verpasst, The reason why dieses Martha verpasst, had zuzuhören, sind Sorgen, die Probleme, die auf sie zustürzen. Und genau but in miss the diesem opportunities because of the problems around us. And likewise, we ourselves have sinned that Lucas 12, 9 and 29, we ourselves have taken on responsibility. We looked upon the stress of life, what we eat and drink. But the Bible is allowing us to understand that we must make these become the priority in our lives. macht euch keine Unruhe, macht euch keine Sorgen. Don't stress Wir yourself. sagen, Don't put yourself die in politische problems. Situation We look at the macht uns politics Sorgen. situations and we say Die that finanzielle the financial Situation situations macht mir Sorgen. make us Aber Jesus sagt, stressful. du machst dir Unruhe. But the Bible allows us to understand we are the ones that makes ourselves Und es stressful. ist sein Anspruch an uns, dass wir das ändern. Das tun zu einfach. It is time for us Wenn to wir es doch so einfach turn away from those things. Wenn doch all diese Probleme nicht When wären, all this problem does not go away, and all those problems in the Middle East, aber financial es sind nicht die problems, äußeren Umstände, die but verantwortlich it's sind. not a outward situation. We have to look forward to the inward. Vers 16. Go to Lucas 12 verses Nicht weiter, ein bisschen zurück. 16. In Lukas 12, Vers 16 ist das Beispiel vom reichen Korn. You see about the corn row. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getan. There's a rich Und er man dachte who bei had a sich selbst und field. sprach, was soll ich tun? What should I Ich do with habe this nichts, field? wohin ich meine Früchte sammeln. I have nowhere to put my fruits. Das will ich tun. So Ich that will will do. meine Scheunen abbrechen I will und größere bauen und will Destroy the darin whole sammeln, barns all and mein build Korn und mein new, Feld. bigger Und will barns, sagen zu and I meiner will put Seele, all my corns liebe there. Seele, du And then hast I will einen tell großen my son Vorrat that I für have viele Jahre. a Habe nun Ruhe. lot of harvest for the years to come. Aber Gott sprach zu ihm, But the du Lord Narr, said, you are a diese nar. Nacht wird man deine Seele von This dir night fordern. your soul Und wen will be wird taken away angehören, from was you. du angehäuft hast? All those things that you have put up is of no use. So, das ist jetzt hier ein umgekehrtes Beispiel. Dieser Mann ist in einer sehr guten Situation. And this is another example of a man who had so much that he doesn't know where he will put his wealth, and he will build bigger barns. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. He doesn't have to worry, but yet
Aber Jesus sagt, nein, nein. He could have freedom, but still he did not have it. So the Lord is telling us that this kind of peace or you would have it. That's not what God is talking about. Ich glaube, wir kennen selbst ein bisschen diese Situation vom Kornbauern. We can understand the situation of Aber es gibt auch solche Situationen, für uns, ich denke da an the Ferien. corn grower. Am We besten can take the zum Beispiel situation die ourselves when we want to go on holiday. Wenn du da bist in deinem Hotel und When you're sitting in a hotel and you have everything to your comfort, genug Essen, enough mehr food, als du essen kannst. more than you can Und eat. irgendeinen Wunsch hast, du gehst schnell zur Rezeption. Every wish has come through. You can call the portier and they bring everything to you. Aber wir haben selbst die Erfahrung gemacht, dass es nicht nachhaltig ist. But we have the experience that it doesn't continue. Because when you come out of that holiday and you start to meet back all the situation again, and then at the next meal, lunchtime, you have nothing to eat. Ein Beispiel, wie es wirklich nachhaltig funktioniert, hat Jesus. There's another example what Christ has given in Matthew. Matthew 14. Markus 14 ab Vers 39. 39. 14, 39. Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Nach dem letzten Abendmahl. Oh, while Jesus was walking through the garden, Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen And he waren went voll out. auf. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal and Jesus went to pray. When he come back, he saw his disciples praying, and when he waked them up and said, the hour has come, and you're still praying. Steht auf, lasst uns And gehen. he said, get up. Siehe, der mich verrät, ist dabei. And the time has come. Let us get up and go. Here you see that Jesus is in a very compromising situation. Verurteilt werden, He would be accused, and all his friends would leave him. He would be separated for a while from God Himself. On one day, Gründe, gute Gründe besorgt. he has a good reason to be Aber er sagt, uncomfortable, but he was telling his disciples to get up. Er hat voll die Ruhe weg und ist über nichts beunruhigt. Wir sehen bei den Jüngern ein anderes Bild. We're seen by his disciples, they were sleeping. Das war wahrscheinlich ihre Methode, mit That was their method to overcome difficult situations, sleep it off, and tomorrow it would be better. Und sie waren sehr schlecht vorbereitet. But they were not ready. Aber Jesus war sehr gut vorbereitet. But Jesus was already ready for the journey ahead. Stille gesucht, He hat auf seinen Vater gehört looked for peace musste sich keine Sorgen. in his Father, and he didn't have to worry again. Das ist eigentlich das, was Jesus von uns auch That is what the Lord dass wir so mit Sorgen umgehen. waits from us, that we would Es ist schon viel go erwartet. about our problems in another way. Yes, the problems are there. Er lässt uns nicht ganz allein. The problem will not leave us alone. Gib mit mir in Matthäus 5. Let us go over to Matthew chapter 11. Matthäus 11, Matthew Vers 11, 28 bis 30. 28 to Jesus 30. spricht. Kommt her zu mir. Come to me, all you who are beladen seid. and heavy laden, and I'll give thee rest. Nehmt auf euch mein Joch und Take my lernt yoke von mir, upon you denn and ich bin learn sanft of me, und for von my Herzen is demütig. my So werdet ihr Ruhe finden für so eure Seelen. can you find Denn mein peace. Joch ist sanft For und my mein Last yoke is easier, my
burden light. Jesus verspricht, wir werden Ruhe finden für The unsere Lord Seele. assured us that we will have Er wird peace uns erquicken, es wird sanft sein, eigentlich and we will alles have Liebe. peace. Nur das mit dem Joch hier, das stört ein bisschen. Our burdens is heavy. Wenn ich beladen bin, brauche When ich you dann ein have Joch, um meine Last so much zu tragen. problem have, Wie soll das funktionieren? how will that? Also ich verstehe das so. Die Option kein Joch, die gibt The es nicht. option of not having a yoke Willst du is das not Joch von möglich. Jesus? If Oder they sonst take musst du ein anderes. the Lord's yoke, or you have to look for another. Ich kann einfach aus meinem Leben sagen, dass ich das so erlebe. He said that he Bevor can ich mit Jesus war, war ich nicht unbelastet. speak over his life because Ich hatte before he met the viele Lord, Probleme. he had a lot of problems, a lot of Es gibt addictive. auch Leute hier im Saal, die mich noch kennen aus dieser There are Zeit. people here who knows him and knew him in the time. It wasn't an easy Dann bin ich life, Jünger von Jesus geworden. and then he becomes a Ich child of konnte God. diese Lasten ablegen. And some of these Das Joch von Jesus, problem ja, just das gibt well es. melted away. Man nennt es zum Beispiel in Lukas 9, And when you look die at Luke Kosten der Jüngerschaft. in the Luke 9, Jesus verlangt etwas von uns. the Lord always expected something from us, our trust, our belief, Auferlegt, mit dem Joch, and to leave draußen all the ist, yokes ist behind das us angewohnt. and to come to Him. So, du hast die Wahl, You have the willst du das choice. Joch von Jesus oder Will willst you du want a den yoke from the Lord or another to carry? Als letzte Stelle möchte ich Johannes 16,33 anschauen. The other thing is that the last what you want to example what you want to share. Es wird viel von uns verlangt. Und It's a lot from us expected, and it's not easy, and sometimes you becomes afraid. But we hope that Jesus spricht in Johannes we can 16,33. in Das habe ich John geredet, 16, damit ihr 16. in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr In the Angst. world, you aber have seid you can be getrost. afraid, but be Ich afraid. habe Do die not be Welt afraid. überwunden. I have overcome the world. Also wenn Jesus nicht gekommen wäre, When Jesus had not come, then we would have reason to be afraid. aber Jesus ist eben genau deswegen gekommen, dass wir das überwinden können. Er hat Jesus is come that we can have peace and we can overcome, and that we don't have to be Wir sind so im worried. ersten Advent. We're in Wir tun so, the first of wie wenn wir Advent noch season. warten müssten, noch 3 Wochen. Look how long we Lass had uns to wait. einfach daran denken, wie es war, bevor Jesus da war. Wie es Let wäre, us think wenn within nichts ourselves da how wäre. Und long lass uns we had uns waited freuen darauf, dass before the Lord came. Amen. Just think on these things. God bless you. Ja, ich sitze zu Leute, die anschauen. Ich übersetze zu Leute, die folgen mir. Da bin ich mal. So.
you guys were so active when you were up here, it wouldn't be so bad. You know, you blah, 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 blah here. But you empty it and then you find it. Huh? And I have this one, but I'm looking for the bank. Ah, the bank. Oh, yes, the bank. There's the bank. No. Ah, it's left. It's okay. Yeah. Thank you. All right. No. I would have seen it. It's a white one. Oh, all white. Like I leave it in the church or leave it in the house. Oh. Looking up. For now, yes. For now, yes. I have to see what it has. Guten Morgen miteinander von meiner Seite. Ich präsentiere die Kollekte von heute ist für eine Unterstützung von Äthiopien. Oh, Sally. Oh, this is, we had to get some
This is the big kitchen here for the church. This is a centrum for migration churches here in this. It's a huge building here. Connection. What's going on in Zurich? There's a connection.